12 Jahre Dubai, wir bereden Ihr Fazit und seid gespannt, ob das Ganze wirklich so privat die ganze Zeit, wie sie gerade aussieht. Bis gleich. Hi, ich bin Sophie von Startup-Hilfe Dubai, das ist Karim. Ich lebe seit 12 Jahren in Dubai. Karim hat einheimische Familie und das ist der Grund, warum ihr, wenn ihr eure Firma in Dubai gründen wollt, definitiv das mit uns machen solltet, denn wir haben den einheimischen Hintergrund und verstehen die Kultur. Und dann lasst uns auf jeden Fall direkt anfangen, denn ich werde heute diese 12 Jahre im Interview mit Karim mal Revue passieren lassen. So Freunde, wir starten. Wir halten das Ganze so ein bisschen spontan. Sophie kennt keine der Fragen und ich weiß vorneweg, es werden natürlich wieder Leute sagen, ja, es ist alles so schön und dies und das. Wir versuchen es wirklich so ehrlich wie möglich zu machen und ich will erstmal damit anfangen, warum bist du überhaupt nach Dubai ausgewandert? Das war so, ich habe vor Dubai noch in Kairo gelebt. Also ich bin gar nicht aus Deutschland nach Dubai ausgewandert, sondern tatsächlich von Kairo nach Dubai ausgewandert. Ich habe mit 12 Deutschland verlassen und zwar, weil meine Mama schon immer mal raus wollte und sie hat damals den Job in Kairo gefunden. Dann bei der Revolution, was den einen oder anderen vielleicht bekannt vorkommen mag, in Kairo, wurde ich dann zurückgeschickt aus Sicherheitsgründen, war dann noch mal ein Jahr in Deutschland, aber dann bin ich eben nach Dubai gezogen, weil meine Mama dann einen Job in Dubai oder besser gesagt in Sharjah angenommen hat. Aber hattet ihr denn vorher schon irgendwie Berührungspunkte zu Dubai? War deine Mutter schon hier? Warst du schon mal hier? Nö, also absolut gar nicht. Auch Kairo war damals auch eine Entscheidung. Wir waren noch nie dort. Keiner von uns war jemals dort. Das Gleiche mit Dubai und Sharjah. Ich bin meine Mama, bevor ich die Entscheidung getroffen habe, zu meiner Mama zu ziehen, bin ich sie besuchen gekommen auf jeden Fall. Aber davor gar nicht. Null. Für alle, die es nicht wissen, Sharjah ist ein Nachbaremirat quasi neben Dubai. Aber was würdest du denn jetzt mal sagen, so fangen wir mal damit an, rückblickend, wo siehst du jetzt den Unterschied zwischen vor 12 Jahren und jetzt? Ich meine, Dubai wächst unglaublich schnell. Wie war es vor 12 Jahren und wie ist es jetzt? Wo siehst du den Unterschied? Also erstmal war ich vor 12 Jahren natürlich noch ein Teenager. Das ist natürlich nochmal was ganz anderes. Ich war in der Schule. Aber ich muss sagen, dass Dubai auf jeden Fall schneller geworden ist in den letzten Jahren, glaube ich. Und das merkt man auch jetzt nicht nur, wenn man arbeitet, aber auch, ich denke, wenn man in die Schule geht. Also ich denke, wäre ich jetzt in dem Alter, wie ich es damals wäre, würde ich auch merken, dass Dubai auf jeden Fall schneller ist. Und auch die anderen Emirate holen immer mehr auf, was die Schnelligkeit angeht. Aber ich würde schon sagen, dass Dubai nach wie vor das schnelllebigste von allen Emiraten bleibt. Okay, das heißt schneller. Ich meine, das fühlt man hat immer das Gefühl, dass Dubai irgendwie gerade erst angefangen hat zu wachsen. Aber siehst du denn, ich sag mal, einen Nachteil oder irgendwie, wo du sagst, früher war das schon irgendwie ein bisschen besser? Also ich bin jetzt ganz ehrlich, man muss schon dazu sagen, dass wenn ich sage, das Leben war langsamer damals, was ich eigentlich damit wirklich im Grund meine, ist, dass die Emirate waren noch nicht so überfüllt, wie sie jetzt sind. Überfüllt im Sinne von einfach sehr, sehr viele Menschen und die Emirate sind jetzt nicht riesig, besonders Dubai ist nicht riesig und das hat natürlich Auswirkungen auf alles, ja? Also auf den Verkehr, auf Preise, auf mittlerweile wirklich wirtschaftlich sehr, sehr hoch der Lebensstandard und auch das, was man bezahlt, aber das ist, glaube ich, auch jedem bewusst, der hierher ziehen möchte. Also ich würde sagen, das ist auf jeden Fall etwas, was ich definitiv bemerke, was sich sehr, sehr geändert hat, ja. Okay, natürlich, man hat schon das Gefühl irgendwie seit 2, 3 Jahren, dass irgendwie wirklich die ganze Welt hierher kommt. Ne? Ich sag mal, positive Nebeneffekt. Ich habe so das Gefühl, dass die Leute auch immer mehr sehen oder es immer weniger Vorurteile gibt. Ne? Weil es gibt nun mal sehr viele, die hier auswandern, jeder kann herkommen, sich das anschauen und so weiter und so fort. Aber wie war denn für dich die Schulzeit und Studium? Das hast du ja hier gemacht. Siehst du da einen Unterschied zwischen Deutschland und den UAE? Oder wie war deine Kindheit vor allen Dingen, also dein Teenager-Dasein? Die Schulzeit, was definitiv ein Unterschied ist zu Deutschland, ist, glaube ich, wirklich das ganze Thema Mobbing. Also es kommt natürlich auch darauf an, auf welche Schule man ist. Ich will nicht sagen, dass Mobbing hier absolut gar nicht stattfindet, aber zumindest zum Beispiel auf der Schule, auf der ich war, wir waren immer eine sehr kleine Klasse. Es war eigentlich wirklich immer wie
mehrere Freunde zusammen in einer Klasse. Klar, man hat sich auch mal geärgert und so, aber dieses krasse Mobbing, wovon so viele Kinder in Deutschland betroffen sind, das habe ich hier nicht erlebt. Uni war auch sehr interessant, da du eben wirklich mit so vielen verschiedenen Nationalitäten zusammenkommst. Und ich finde, das ist in der Uni noch mal krasser, weil wenn ihr eure Kinder in die Schule gebt, habt ihr immer ein Schulsystem. Ob das britisch ist, amerikanisch, deutsch, ist egal. Aber dann habt ihr natürlich da auch hingehend dann ja irgendwo die meisten Leute von da oder die meisten Leute von hier. Bei der Uni ist es aber komplett anders, weil da ist es wirklich so, da ist jeder in deiner Class und jeder sitzt neben dir und mit jedem unterhältst du dich. Und das ist das Gleiche. Auch noch ein Fun Fact, darüber habe ich schon mal ein Reel aufgenommen auf unserem Instagram. Also wenn ihr da noch nicht folgt, dann auf jeden Fall das jetzt mal nachholen, denn da findet ihr richtig viele Informationen über das Leben hier. Ihr könnt in Dubai oder eure Kinder können in Dubai studieren, ohne den Abschluss geschafft zu haben in der Schule. Ja, das heißt, du musst kein Abitur geschafft haben, du musst auch keinen 12. Klasse Abschluss haben, egal aus welchem Curriculum das ist. Du musst auf jeden Fall bis zur 10. Klasse gemacht haben und dann kannst du, wenn du diesen Abschluss zum Beispiel nicht geschafft hast in der Schule, kannst du in der Uni eine Art Foundation Year machen. Das ist dann ein 6-monatiges Programm in der Uni, das muss natürlich bezahlt werden. Und wenn du nach diesen 6 Monaten die Exams in der Uni dann bestehst, kommst du in die Uni rein und darfst ganz normal weiter studieren. Das heißt, man braucht kein Abi? Nö. Interessanter Fakt. Ja. Du sparst dir halt 6 Monate, ja, wenn du jetzt ein Abi hast. Okay. Wie hast du dich denn mit deinen Schulkameraden unterhalten? Englisch? Musst du Arabisch können? Nö. Also es wird unterrichtet in den Schulen auch. In Kairo konnte ich Arabisch, auch fließend, weil man dort einfach, du kennst es selber, man hat einfach keine andere Wahl oder hatte damals noch keine andere Wahl, als Arabisch zu sprechen. Aber erstmal wird hier ein anderes Arabisch gesprochen und auch gelehrt. Man hat es in der Schule, aber es ist absolut nicht nötig, hier Arabisch zu können. Okay, wie ging es dann weiter? Du hast Studium gemacht, so hobbymäßig. Gibt es da irgendwelche Unterschiede zu Deutschland? Ja, die meisten Hobbys hier sind wesentlich teurer als in Deutschland. Okay. Also ich habe früher als Kind leidenschaftlich Ballett getanzt. Das konnte ich leider hier nicht fortführen, einfach aus Kostengründen. Allgemein ist es in Deutschland einfacher, würde ich sagen, nicht Hobbys zu haben, sondern Hobbys durchzuführen. Weil du in Deutschland kein Auto brauchst, du bist bei vielem fußläufig oder hast eben deine Bahn oder so, ne, und kommst bei allem schnell hin. Hier hast du zwar den Hobbys und den Aktivitäten keine Grenzen gesetzt, aber du musst es halt wirklich planen in deinen Alltag, sonst wird es schwierig. Der Standard hier ist schon so, also jetzt auch nochmal wegen den Schulen und so, das ist ja alles privat, ne? Hauptsächlich. So du hast schon hier auch Government Schools, aber das sind dann meistens für die Locals, für die Einheimischen. Also da würde jetzt niemand... Ja, wobei die Einheimischen dann auch eher auf Privatschulen gehen, ja. Okay, das heißt so Schule, Studium fertig, Sophie ist erwachsen geworden, Dating Life, wie ging es da so ab? Ist das so wie in Deutschland? Ich würde sagen, also ich meine, das kann ich nicht so wirklich mit Deutschland vergleichen, weil ich einfach nie in Deutschland gelebt habe, die Dating-Szene und Beziehungen und so weiter und so fort. Aber vielleicht ist das für die interessant, die hier als Singles herkommen wollen. Ihr habt hier auf jeden Fall auch sehr viele Möglichkeiten. Also es ist überhaupt nicht so, dass man irgendwie hier eingeschränkt ist. Ihr habt auch Sachen wie Speed-Dating zum Beispiel, wenn ihr das wollt. Ich muss hier mal einklinken, weil mir wird ja gerade was bewusst. Ja. Und zwar, also ich kenne dich ja jetzt ein bisschen, ne? Und ich muss dazu sagen, Sophie liebt jetzt aber auch nicht diese typische deutsche Bubble-Leben. Das muss ich hier nochmal sagen, vielleicht nochmal als Disclaimer. Weil wir haben natürlich auch viele Einwanderer, beziehungsweise viele Leute, die mit uns auswandern wollen. Und unser Ansatz ist ja wirklich auch immer, ich sag mal, die Kultur näher zu bringen. Und das ist natürlich bei uns naheliegend durch unseren Background. Und das, was jetzt Sophie gerade beschreibt, würde ich sagen, geht so eher Richtung einheimisches Leben fast schon, als jetzt so dieses typische, wir sind jetzt ausgewandert, wir gehen irgendwie jeden Tag in so einem, Beachclub und die Kinder spielen Tennis und Ballett und Reiten, sondern das ist so eigentlich, was ich mir für ganz viele Auswanderer wünsche. Macht euch da nicht so viel Druck, dass ihr irgendwie jedes Wochenende zum Champagnerfrühstück gehen müsst oder so. Dubai ist auch so. Dubai kann auch ganz casual sein. Ja. Ne?
Und das wollte ich einfach nochmal ganz kurz highlighten. Ich glaube, das, was du gesagt hast mit dem Druck, ich glaube, das ist so das größte Problem, was wir mit unseren Kunden manchmal sehen, dass die Erwartung ganz schnell hochkommt, Ja. das gleiche Leben, was man in Dubai geführt hat, auch so, in Deutschland geführt hat, auch so in Dubai weiterzuleben. Und natürlich gibt es bestimmte Verwurzelungen, die auch ich nach 12 Jahren Dubai noch habe, die auch du nach deinem Aufenthalt in Deutschland noch hast, auch wenn du emiratischen Familienhintergrund hast. Klar, man wird im Grund immer irgendwo so eine deutsche Wurzel haben, aber es macht euch das Leben viel einfacher, wenn ihr euch auf die Schnelligkeit und auf die Welle von Dubai einfach einlasst. Ja. Und das kann ich wirklich jedem nur nahelegen. Bitte, bitte, wenn ihr auswandert, guckt, dass ihr eine Agentur nimmt, am besten natürlich uns, aber schaut nicht nur auf die Preise, schaut nicht nur irgendwie Lizenzgebühr, Visa, fertig, sondern versucht wirklich irgendwie zu schauen, dass ihr Leute findet, die euch eingliedern, die euch mehr erzählen können. Absolut. Weil ich sehe es leider immer wieder und deswegen gehen auch 9 von 10 Auswanderer, 9 von 10 Auswanderer gehen wieder zurück aus genau diesen besagten Gründen. So, aber so viel erstmal dazu. Das heißt, Studium fertig, Dating, wunderbar. Und wie ging es dann weiter? Dann habe ich irgendwann geheiratet. Auf einmal. Das kam dann so. Ja. Also. Aber im Prinzip genauso wie in Deutschland, ne? Ihr habt euch kennengelernt. Wir Wir haben uns kennengelernt, waren sehr lange zusammen, sind jetzt bei 10 Jahre zusammen und haben dann irgendwann vor 4 Jahren dann mittlerweile geheiratet. Und klar, das ist natürlich da auch nochmal sehr interessant, was man vom deutschen Freundeskreis in Deutschland versus von dem arabischen oder emiratischen oder sitzenden Freundeskreis hier erfährt oder was für Reaktionen man da bekommt. Der deutsche Freundeskreis war super, aber so viel. Du kannst dich doch nicht auf einen festlegen, das ist doch noch viel zu früh. Während der Freundeskreis hier halt voll war, auch wie schön, das freut uns total. Und ich glaube, das ist auch nochmal so eine Sache, einfach, das kommt. Familie ist hier sehr wichtig. Familie ist wichtig und auch einfach, was ich auch so sagen kann, ohne jetzt zu viel preisgeben zu wollen von meinem Privatleben, aber einfach, dass man kämpft um Dinge und man ist kommunikativer und man geht irgendwie diesen Weg einfach zusammen. So, das klingt so banal, wie es ist, aber man macht es einfach. Ja. So. Das ist ja auch das Schöne in Dubai oder allgemein in den VAE. Die Leute, die herkommen, egal ob du mega reich bist, ob du irgendwie hier Wohnungen putzt oder sonst was, alle haben dasselbe Mindset. Ja. Alle wollen mehr erreichen und jeder hat eigentlich dieselben Hintergründe, warum man hergekommen ist. So, und das merkst du hier eigentlich. Okay, das heißt, Sophie hat geheiratet, ganz normal Family Life, aber da musst du ja irgendwann mal Geld verdienen. Ja, leider. Wie ging es dann? Geht halt leider echt nicht in Dubai ohne. Nach dem Studium habe ich dann, Studium absolviert und dann, wie geht es dann weiter? Auf LinkedIn im Prinzip, ich glaube, meine Screentime auf dem Handy war nur so hoch wegen LinkedIn, weil hier alles über LinkedIn läuft. Ich sage immer ganz gerne, in Dubai gibt es den offiziellen Weg und den unoffiziellen Weg. Der offizielle Weg beim Jobsuchen in Dubai ist auf jeden Fall LinkedIn, absolut. Der unoffizielle Weg sind WhatsApp-Gruppen. Über den offiziellen Weg habe ich dann auch meinen ersten Job gefunden. Aber erstmal, das ist auch hier meistens so, wenn man aus der Uni rauskommt, dass man hier erstmal ein Praktikum anfängt zu machen. Normalerweise ist es wirklich sehr, sehr selten und ich kenne es tatsächlich aus meiner Freundesgruppe gar nicht, dass irgendjemand nach der Uni sofort einen Vollzeitjob gelandet hat. Ich habe dann nach dem Abschluss dann ein Praktikum angefangen, 6 Monate und bitte seid auch hier realistisch, diese Praktika sind entweder gar nicht bezahlt oder niedrig bezahlt. Ich habe in meinen 6 Monaten pro Monat 500 € bekommen für ein Praktikum, was übrigens hier schon echt gut ist. Aber wie überlebt man dann? Jetzt mal ehrlich. Ja. Also wie überlebt man? Also ich hatte das Glück, dass ich nach der Hochzeit, meine Mama ist ja schon weggegangen aus Dubai vor ein paar Jahren,
Ich bin hier geblieben und ich hatte dann nach der Hochzeit, sind wir erstmal bei meinen Schwiegereltern eingezogen. Das heißt, bei mir war das dann ganz gut. Ich musste keine Miete zahlen. Aber wenn man hierher kommen möchte als jemand, der gerade das Studium beendet hat, würde ich euch wirklich ans Herz legen, dass ihr noch wartet und erstmal in Deutschland irgendwie ein Praktikum oder zumindest einen Vollzeitjob für 6 Monate bis 1 Jahr macht und dann herkommt, wenn ihr auswandern wollt, jetzt mal von Firmengründung abgesehen. Oder wenn ihr jetzt gerade zuschaut und ihr habt vielleicht Kinder in dem Alter, auf die das zutreffen würde, muss euch bewusst sein, dass es hier nicht so ist wie in Deutschland, dass das Kind irgendwann dann mit dem Studium auch auszieht. Denn Nebenjobs ist hier eine Sache, die in Dubai nicht wirklich verbreitet ist. Es sei denn, ihr seid vermögend und ihr finanziert das Kind. Na, er kann ja ausziehen nach dem Studium. Ach so, ja, genau. Also außer ihr bezahlt halt die Wohnung. Ja, richtig, so, das ist der wichtige Punkt. Genau, das könnt ihr gerne machen. Aber ich meine jetzt so, dass das Kind dann auf eigenem Bein steht, sage ich mal. Das ist hier viel, viel, viel verzögerter als in Deutschland. Also seid euch dem einfach bewusst. Ja, und dann nach 6 Monaten wurde ich dann Vollzeit angestellt und das war mein erster Job. Dazu haben wir noch mal ein Video aufgenommen gehabt, ne? Ja. Könnt ihr euch gerne mal anschauen. Dazu haben wir ein Video. Versuch's mal unten zu verlinken. So. Guck mal, wo das ist. Mach ich. Und okay, das heißt, du als Frau, du darfst arbeiten in den VAE. Ja, und, ich darf sogar Auto fahren. Dazu haben wir ja auch schon so einige Videos gemacht über Sicherheit, Frauen in Dubai. Ich will darauf jetzt gar nicht mehr wieder eingehen. Ja, ich glaube, das haben wir ausgenudelt. Schaut euch das in Ruhe mal an. Und ja, jetzt nochmal Revue passieren lassen, das Ganze. 12 Jahre Dubai. Ja. Ich meine, ganz, ganz viele, die in Dubai leben, können das nicht von sich behaupten. Ganz, ganz viele Menschen, die auch irgendwie Auswanderungsservice anbieten, können nicht von sich behaupten, dass sie schon so lange hier leben und diese Erfahrung haben. Und das ist wirklich Gold wert, gerade hier in Dubai. Revue passieren, die 12 Jahre. Bereust du es? Wie war es für dich jetzt? Ja, willst du wieder weg? Also ich glaube, eine schwarz-weiß Antwort gibt es da gar nicht so auf diese Frage. Bereue ich es? In gewissen Hinsichten, nee, bereuen nicht. Bereuen nicht, weil das würde bedeuten, dass ich bereue, meinen Mann gefunden zu haben, dass ich bereue, hier mit dir zu arbeiten, dass ich mein ganzes Leben hier bereue. Nein, das nicht. Lustigerweise waren diese 12 Jahre überhaupt nicht geplant. Eigentlich hätte ich nach der 10. Klasse Dubai verlassen müssen. Das höre ich sehr oft. Ja. Diese 12 Jahre waren nicht geplant. Meine Mama war Lehrerin an der Schule, an der ich geschult wurde. Ja. Ich bin dann tatsächlich hier geblieben, weil es für mich zu Hause geworden ist. Ich einfach hier mittlerweile mehr Freunde hatte als in Deutschland. Ich damals meinen jetzigen Mann, wir waren damals natürlich auch schon zusammen. Das war natürlich auch noch ein Riesenpunkt. Und also das wollte ich sagen, diese Jahre waren nicht geplant. Jetzt bin ich hier geblieben und bin jetzt mittlerweile 27 und kann sagen, dass ich in gewissen Maßen Dinge vermisse in Deutschland, absolut. Du warst doch jetzt erst letztens da. Ja gut, jetzt seit letztens vermisse ich nicht mehr so viel in Deutschland. Okay. Ja, aber was vermisse ich an Deutschland? Also ich vermisse den europäischen Lifestyle. Dass man einfach schnell angebunden ist, man braucht keine Autos, man sitzt nicht stundenlang im Verkehr. Das sind alles Dinge, liebe Leute, bitte. Die Natur. Die Natur. Als ich letztens in Deutschland war, bin ich in den Wald gegangen, um Bäume zu umarmen. Ja. Ja, das von mir einfach nur in der Hinsicht, ich liebe das, das ist mein Zuhause geworden, absolut, und ich bereue es nicht, hier geblieben zu sein, auf gar keinen Fall, aber seht es einfach realistisch, wenn ihr herkommt. Es ist nicht Deutschland und das sollte euch auch bewusst sein, weil dann müsst ihr auch nicht aus Deutschland weg. Dubai hat andere Dinge, die Deutschland nicht hat, die dafür wieder die Waage irgendwie ausgleichen, aber um deine Frage zu beantworten, bereue ich es? Nein, ich vermisse ein paar Dinge, ja. Okay, so Freunde, ich meine, wir könnten jetzt noch endlos lange weiterreden. Wir versuchen das Video immer kurz und knapp zu halten. Wenn ihr Fragen habt, kommentiert gerne mal. Ja? Und dann versuchen wir die vor allen Dingen auf Instagram zu beantworten, weil da ist die Sophie immer sehr, sehr aktiv. Unser Instagram-Account heißt Startup-Hilfe Dubai. Einfach eingeben, dann findet ihr uns. Und ansonsten abonniert bitte diesen Kanal, aktiviert die Glocke, kommentiert, liked, damit könntet ihr uns echt helfen. Und wer auswandern will, Sophie, oder Interesse hat?
Ja, wer auswandern will oder die Firma in Dubai gründen möchte, schaut jetzt mal bitte in die Videobeschreibung rein, denn da findet ihr den Link zum Expertengespräch mit uns. Und nehmt den auf jeden Fall wahr, denn wer weiß, ob ihr in ein paar Monaten schon hier stehen könntet. Also bis zum nächsten Mal. Tschüss!